Sache mit meinem Vater hat mich ziemlich fertig gemacht. Und für Clarissa war die Scheidung von ihm auch nicht leicht. Sowas bringt einen näher. Wie hat sie denn auf den Kuss reagiert? Sie war überrascht. Genauso wie ich. Insofern weiß ich nicht, was jetzt Sache ist. Um nochmal auf letzte Nacht zurückzukommen. Waren wir zu laut? Nein, aber ich mache mir halt so meine Gedanken. Hallo. Guten Morgen. Gut geschlafen? Guten Morgen, ihr beiden. Morgen, Tom. Habt ihr Uli heute schon gesehen? Nee, ich dachte, der schläft noch. Jedenfalls nicht hier. Wir haben uns gestern auf Ninas Party gestritten und da ist er einfach abgehauen. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Das passt gar nicht zu ihm. Wenn ich bloß wüsste, wo er steckt. Kann es nicht sein, dass er noch ein bisschen mit Christian um die Häuser gezogen ist? Christian war aber noch da, als Uli gegangen ist. Vielleicht sind sie sich in irgendeinem Club über den Weg gelaufen und feiern noch. Wahrscheinlich habt ihr recht. Ich sehe das wohl alles ein bisschen zu eng. Morgen. Ist noch Kaffee da? Sag mal, Christian, hast du eine Ahnung, wo Uli steckt? Also in meinem Bett liegt er jedenfalls nicht. Kannst du mir mal erklären, was ich hier mache? Wir haben uns heute Nacht kennengelernt. Ich bin Lukas. Was haben wir? Erinnerst du dich an gar nichts mehr? Das wollte ich nicht. Ich meine, ist irgendwas gelaufen zwischen uns? Leider bist du vorher eingeschlafen. Und wann? Ich habe nicht mal mehr einen Kuss bekommen. Nie wieder Alkohol. Stimmt. Denn bevor du eingeschlafen bist, hast du mich Tom genannt. Tom. Ich komme zu spät zur Arbeit. Schade. Ich wollte dir gerade zeigen, was du heute Nacht versäumt hast. Nee, danke, ich habe schon genug gesehen. Ich muss sofort los. Wie wär's mit dem Kaffee? Nee, meine Chefin reißt mir den Kopf ab. Also, ciao. Für die schönste Nacht der Stadt. Dankeschön. Gibst du mir mal bitte das Salz? Danke. Jule. Was? Meinst du, die zwei sind genauso glücklich wie wir? Keine Ahnung. Du musst es auch wissen. Schließlich hast du uns auch eingehend studiert. Okay, aber das Ganze kam mir auch ziemlich überraschend. Hätten wir vorher heiraten sollen? Jule und ich, wir kennen uns schon seit Urzeiten. Sie ist wie eine große Schwester für mich. Du spinnst. Ja, Simon, jetzt muss sich deine große Schwester weiter um dich kümmern. Später. Wir sehen uns im Schneiders. Dankeschön fürs Frühstück. Schönen Tag noch. Gern geschehen. Ciao. Tschüss. Simon, ist das was Ernstes? Du bist zwar meine allerbeste Freundin, Jule. Aber es geht dich wirklich nichts an. Guten Morgen. Guten Morgen. Max, Sie haben sich in letzter Zeit etwas rar gemacht. Ja, es tut mir leid. Ich wollte mich schon längst bei Ihnen melden, aber nachdem ich Ihnen neulich etwas zu nahe getreten bin... Das Thema ist doch längst erledigt. Bitte, Kaffee? Nein, danke. Ich hoffe, Sie haben sich gut vorbereitet. Selbstverständlich, denn sonst könnte ich Ihre Interessen nicht vertreten. Haben Sie die Unterlagen dabei? Ja, hier. Danke. Allzu lange wird die Verhandlung nicht dauern, denn schließlich geht es nur um die Aberkennung Ihres Namens. Es geht um die Anerkennung.
Schließlich möchte ich auch in Zukunft meinen Titel Gräfin von Arnstetten tragen. Nachdem Ihre Ehe mit dem Grafen bereits für nichtig erklärt worden ist, kann ich bestenfalls noch auf Gewohnheitsrecht plädieren. Allzu große Hoffnungen würde ich mir an Ihrer Stelle also nicht machen. Versuchen Sie alles Menschenmögliche. Bitte. Uli, Hey, wo warst du denn? Ich habe mir tierische Sorgen gemacht. tja, das ist so. Ich wollte das alles nicht. Es tut mir leid. Bist du noch durch die Clubs gezogen? Wieso? Nach unserem Streit gestern kann ich das verstehen. Ich musste einfach mal alleine sein. Uli, unser Streit gestern, das war total bescheuert. Ich habe mich auch nicht gerade cool verhalten. Hast du dich meinetwegen betrunken? Wie kommst du denn darauf? Du hast eine ziemliche Fahne. Bist du bis eben unterwegs gewesen? Tom, können wir den ganzen Mist nicht einfach vergessen? Keine Missverständnisse und kein Streit mehr, okay? So eine Nacht allein kann ziemlich einsam sein. Simon ist ja richtig gut drauf heute. Wundert dich das? Meinst du, die beiden werden ein Paar? Simon und Anja? Wer weiß. Freuen würde es mich ja. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Also, wie zwei, die sich nicht ausstehen können, haben sie auf mich nicht gewirkt. Ich kenne Simon lang genug. Bestimmt war das alles nur Show. Du hast doch selbst gesehen, wie süß er zu Anja war. Er wollte uns nur zeigen, dass er fast jede Frau haben kann. Ach, Jule, das ist doch absurd. Nein, bestimmt wollte er uns nur imponieren. Da ist er bei uns beiden ja genau an der richtigen Adresse. Wir sollen nicht merken, dass er ein hoffnungsloser Romantiker ist. Romantiker, Frauenheld. Und selbst wenn, was hat denn das mit uns zu tun? Nina, er ist über beide Ohren verliebt. Ja, in Anja. Nein, in dich. Jule, das ist doch längst vorbei. Das hat er mir doch gestern selbst gesagt. Das glaube ich aber nicht. Sonst hätte er gestern nicht erzählt, dass er in dich verliebt ist. Er hat gesagt, dass er in mich verliebt war. Und selbst wenn er in mich verliebt wäre, dann geht er doch nicht mit einer anderen ins Bett. Nina, in diesem Punkt kennst du Simon schlecht. Sie müssen nicht zur Verhandlung mitkommen, wenn Sie nicht wollen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich sehe sie schon vor mir. Christoph und Henning, wie sie ihren Triumph auskosten. Ich kann mir vorstellen, wie sehr Sie das verletzt. Ich bin Clarissa von Arnstetten. Niemand kann mir verbieten, diesen Namen zu tragen. Nicht das Gericht, noch nicht Christoph. Seien Sie froh, dass die leidige Geschichte heute ihr Ende findet. Dann haben Sie nichts mehr mit dieser Familie zu tun. Es geht doch nicht um die Familie. Es geht um einen Teil meines Lebens. 20 Jahre war ich mit Christoph zusammen. Ich habe seinen Sohn Henning großgezogen und zum Dank hat mich Christoph dann verlassen. Und jetzt hat er sich sogar noch mit Peter Kaufmann verbündet, um mir meinen Titel wegzunehmen. Wir haben beide unsere schlechten Erfahrungen gemacht mit diesem Kerl, meinem Vater. Wissen Sie, was es heißt, sich von ganz unten hochzuarbeiten? Ja. Mir ist auch nicht alles in die Wiege gelegt worden. Eben. Dann verstehen Sie ja, dass mir dieser Titel immer noch sehr wichtig ist. Auch wenn heute noch einmal schmutzige Wäsche gewaschen werden sollte. Für mich sind Sie eine wunderbare Frau. Es geht mit jedem Tag besser. Bald brauchst du den Rollstuhl überhaupt nicht mehr. Danke, danke. Ich schaff's schon allein. Gut. Wo ist denn Christoph? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, der ist schon auf dem Weg zum Gericht. Er hat in der Nähe noch etwas zu erledigen. Aha. Übrigens, Kathi hat angerufen. Oh, und was hat sie gesagt? Christoph hat mit dir gesprochen. Ja, und? Wie geht's ihr? Gut. Schöne Grüße und du sollst sie bald zurückrufen. Okay. Aber ich denke, das hat Zeit bis heute Nachmittag. Dann kann ich ihr gleich von Clarissas Niederlage berichten. Das wird sie doch brennend interessieren. Ja, aber noch haben wir die Verhandlungen nicht hinter uns. Und Clarissa wird bestimmt nichts unversucht lassen, den Namen von Arnstetten noch weiterhin zu tragen. Ja gut, sie hat die einstweilige Verfügung ignoriert. Aber gegen ein rechtskräftiges Urteil kann sie auch nichts ausrichten. Ja, und wenn sie in Berufung geht? In diesem Fall gibt es keine Berufung.
Sie kann keine Rechtsmittel einlegen. Und nach der Urteilsverkündung wird sie ein ziemlich dummes Gesicht machen. Da freue ich mich schon drauf. Und dann will ich von dieser Frau wirklich nichts mehr hören. Wir müssen los, es ist spät. Ja, soll Christiane den Rollstuhl bringen? Nein. Ich möchte Clarissas Niederlage aufrecht entgegennehmen. Hey, Uli! Daniel, hi. Heute Nacht hast du den Nachhauseweg nicht gefunden und jetzt rennst du hier wie ein Blinder durch die Gegend. Sorry. Was ist denn los mit dir? Immer noch verkatert? Oder immer noch Stress mit Tom? Es geht schon wieder. Dafür siehst du aber nicht besonders glücklich aus. Naja, ich hatte gestern Abend vielleicht doch einen Cocktail zu viel. Und das hat Tom dir nicht verziehen. Naja, wie man's nimmt. Also ich glaube nicht, dass du PEDs hast, hm? PEDs? Danke. Postexzessive Depression. Zu Deutsch Kater. Ich habe absoluten Mist gebaut. Ich hatte einen mega Filmriss. Eigentlich ist das Einzige, an das ich mich noch erinnern kann, dass ich ziemlich viel getrunken habe nach dem Streit mit Tom. Ja und? Uli, jeder hat mal ein Bier zu viel. Aber ich bin heute Morgen in einem fremden Bett aufgewacht. 2 Bier zu viel. Und neben mir lag ein wildfremder Typ. Oh shit. 3 Bier zu viel. Das ist überhaupt nicht komisch. Es ist aber nichts passiert. Woher weißt du das so genau? Ich denke, du hattest einen Filmriss. Ja, weil Lukas, also der Typ, bei dem ich im Bett gelandet bin, hat mir das hoch und heilig versprochen. Und Tom? Der weiß nichts davon. Aha. Na gut, aber wenn du nichts mit dem Typen hattest, dann musst du Tom auch nichts davon erzählen. Wie bitte? Naja, es war nicht gerade eine Heldentat. Aber du bist ja nicht fremdgegangen. Daniel, wenn es nur das wäre. Aber eigentlich ist es viel schlimmer. Wenn du gerne ins Kino gehst, wir können uns ja mal einen Film anschauen heute Abend. Eigentlich bin ich heute Abend schon mit einer Freundin verabredet. Vielleicht ein anderes Mal. Ist okay. Simon, es war wirklich schön mit dir. Aber du musst dich jetzt nicht verpflichtet fühlen. Ich fühle mich zu überhaupt nichts verpflichtet. Ich bin erst seit 2 Wochen wieder solo. Ja, dann weißt du ja, wie schön es ist als Single. Eben, und das will ich auch noch eine Weile genießen. Das geht mir genauso. Trotzdem, es war wirklich schön mit dir. Und wenn wir in 50 Jahren noch nicht verheiratet sind, wer weiß, vielleicht sollten wir es dann mal versuchen. Naja, wir sollten uns schon in der Zwischenzeit noch mal sehen. Sonst erkennen wir uns am Ende gar nicht wieder. Du hast ja meine Nummer. Ich muss zu meinem Termin. Mach's gut. Ciao. Ciao. Hallo und tschüss. Ciao. Na, nach der großen Liebe sieht das ja nicht gerade aus. Nee, wieso sollte es? Dann hast du Nina und mir ja doch nur was vorgemacht. Was? Ich blick's doch selbst nicht. Vielleicht muss ich einfach meine eigenen Erfahrungen machen. Mit anderen Männern? Naja, jedenfalls dachte ich wohl gestern Nacht im Suff, dass so ein kleiner Seitensprung die Lösung sei. Aber die Lösung für was? Ich wollte mir meine Unabhängigkeit beweisen. Na, das muss ja ein Mordsrausch gewesen sein. Uli, das ist doch wirklich eine komische Logik. Ja, das habe ich dann auch gemerkt, als ich heute Morgen neben Lukas aufgewacht bin. Mann, ich habe mich so beschissen gefühlt. Ja, das kann ich gut verstehen. Und jetzt denke ich die ganze Zeit, wenn es schon so weit mit mir ist, dann hat die Beziehung mit Tom einen Knacks. Dann klär das endlich mit ihm. Er wird aber nicht verstehen, was ich meine. Und ich dachte, solche Probleme hätten nur Heteros. Als Anja heute Morgen aus seinem Zimmer gekommen ist, da habe ich wirklich für einen Moment lang geglaubt, dass... Was? Dass wir heiraten, in ein Eigenheim ziehen und Kinder kriegen? Jetzt ist mir auch klar, dass das alles nur ein Täuschungsmanöver von dir gewesen ist. Du hast Anja nur benutzt. Dann bist du noch ganz dicht. Anja und ich, wir sind uns beide einig, dass das eine schöne Nacht war. Mehr nicht. Du hast dir Anja nur angelacht, um Nina und mir etwas zu beweisen. Bitte? Du bist immer noch in Nina verknallt. Und damit wir das nicht merken, hast du dir Anja gekrallt. Anja hat mich angemacht, nicht ich sie. Oder glaubst du, dass das auch Teil meines genialen Plans war? Nina kannst du vielleicht etwas vormachen, aber mir nicht. Dafür kenne ich dich schon so lange. Julchen, zum allerletzten Mal, ich liebe Nina nicht mehr. So einfach geht das. Den einen Tag liebst du sie, den anderen Tag nicht. Sag mal, was soll ich denn noch sagen, dass du mir glaubst? Das ist ja alles nicht auszuhalten. Stimmt so. Was hat er denn? Der ist sauer auf mich. So, geht's? Ja.
Danke. Der Prozess hätte gar nicht besser laufen können. Ne? Bei der Rechtslage reine Routine. Trotzdem herzlichen Dank. Und auf Wiedersehen. Willst du hier warten? Dann hole ich schnell den Wagen. Auf keinen Fall. Bei dem Urteil könnte ich bis nach Friedenau zurückmarschieren. Das die richtige Art ist, den Triumph über Clarissa zu feiern. Also mir gefällt die konventionelle Art mit Champagner auch besser. Okay, überredet. Vielleicht sollten wir dem Anwalt von Clarissa eine Kiste Champagner in die Kanzlei schicken. Kann einem doch direkt leid tun, oder? So ein leidenschaftliches Plädoyer und das völlig umsonst. Ich muss sagen, mich hat er beeindruckt, dieser Jansen. Naja, er hat auf Gewohnheitsrecht plädiert, das war's. Einen Moment lang habe ich geglaubt, er kommt damit durch. Boah, nie im Leben. Ich wusste von Anfang an, dass Clarissa keine Chance hat. So, und damit ist das Thema Clarissa ein für alle Mal erledigt, ja? Ja, du hast recht. Nicht wahr? Ab jetzt gibt es nur noch uns zwei. Was sage ich? Uns drei. Naja, uns vier. Obwohl ich es trotzdem schade finde, dass Clarissa nicht bei der Verhandlung war. Das ist nicht dein Ernst? Doch. Ich hätte gern ihr Gesicht gesehen, als das Urteil verkündet wurde. Und wenn sie erfährt, dass wir Nachwuchs erwarten. Wir haben den Prozess nicht gewonnen. Sie dürfen den Namen von Anstetten nicht mehr tragen. Ich habe also meinen Namen verloren. Sie sollten es positiv sehen. Immerhin hat Ihnen diese Familie sehr viel Kummer bereitet. Vielleicht haben Sie recht. Manche Menschen brauchen eben Titel, um sich vor der Welt etwas zu beweisen. Aber Sie haben ein Herz. Keinen Gedanken werde ich mehr an diese Leute verschwenden. Sollen sie auch versauern? Auf ihrem Schloss. Na also, das hört sich doch schon wieder viel besser an. Widmen wir uns doch einfach den schönen Dingen des Lebens. Darf ich Sie heute Abend zum Essen einladen? Es wird mein Vergnügen sein. Sagen wir um 8 im Schneiders? Ich reserviere den besten Tisch. Aber bitte auf Ihren Namen. Ich muss mich erst noch an meinen alten wieder gewöhnen. Wirklich bemerkenswert, wie Sie es wegstecken. Bis später. Auf dich, Nina. Du kannst wenigstens noch klar denken. Ach, Jule kriegt sich schon wieder ein. Also, so verbohrt habe ich sie noch nie erlebt. Versetz dich doch mal in ihre Lage. Was hat es denn mit ihrer Lage zu tun? Naja, immerhin kam dein Geständnis ziemlich plötzlich. Hörst du es gern, dass dein bester Freund in deine Freundin verliebt ist? Verliebt war, Nina. Es gehört der Vergangenheit an. Ja, aber vielleicht ist sie auch ein bisschen eifersüchtig. Auf mich? Mhm. Da habe ich doch nicht die geringste Chance. Hallo. Hallo, Jule. Na, neue Männer-Verschwörungstheorien gesponnen? Ach, Simon. Simon, mein Auftritt heute Nachmittag war Blödsinn. Falsch. Das war totaler Blödsinn. Aber na, das ist jetzt auch egal. Ich muss dir was gestehen. Nina und ich, wir werden heiraten. Kleiner Scherz am Rande. Sehr komisch. Glaubst du mir jetzt endlich, dass ich keine schlaflosen Nächte mehr wegen Nina habe? Ja. Also dann. Auf das schönste Liebespaar, das ich kenne. Auf euch. Bei dem Essen verzeiht ihr Uli garantiert. Ist doch schon längst alles okay zwischen uns. Oh, Christian, nicht so viel. Dass ihr euch dauernd streitet und wieder versöhnt, kann ich ja gerade noch verstehen. Wie jetzt? Naja, streiten, versöhnen, essen. Alle 2 Wochen macht auf die Dauer bestimmt ganz schön fett. Das war mit Sicherheit der letzte Streit. Das schwöre ich dir. Na dann, viel Spaß. Hey,
Ich hoffe, du hast ordentlich Hunger. Das ist bestimmt Alexa. Was machst du denn hier? Du hast dich ganz schön schnell aus dem Staub gemacht heute Morgen. Besuch? Das hier hast du heute Morgen vergessen. Im Club. Vielen Dank. Aber ziemlich heftig der Abend gestern, ha? Ist ja noch mal gut gegangen. Ich bin Tom, Ollis Freund. Lukas. Hast du Lust auf ein Glas Wein? Nee, danke, ich muss weiter. Danke dir nochmal, Lukas. Keine Ursache. Schönen Abend noch. Dir auch. Ah, ist doch klasse, dass es noch ehrliche Menschen gibt, ha? Cheers. Cheers. In Ihrer Gegenwart vergesse ich sogar, dass ich heute eine Verhandlung verloren habe. Dieses Kompliment gebe ich gerne zurück. Was haben Sie? Leider sind wir nicht alleine auf der Welt. Wir können das Lokal auch wechseln. Nein, nein. Den Triumph gönne ich diesen Leuten nicht. Caroline, setz dich doch schon mal an die Bar. Christoph muss ja jeden Moment kommen. Ich habe noch was zu erledigen. Ja. Hallo, Clarissa. Sehr schade, dass du heute nicht bei der Verhandlung warst. Ich wollte mir deine Schadenfreude ersparen, aber das ist wohl ein aussichtsloses Unterfangen. Du bist ja immer noch eine schlechte Verliererin. Herr von Anstetten, was soll das? Lassen Sie ihn ruhig, der Junge hat nicht viel Spaß im Leben. Aber das war dein erster und einziger Sieg über mich. Sie hat vollkommen recht. Denn nach dem heutigen Urteil verbindet uns wirklich nichts mehr. Nicht mal, wenn du dir einen Adelstitel kaufen würdest. Würden Sie die Freundlichkeit besitzen, uns nicht länger zu belästigen? Mit Geld und falschen Titeln kannst du ja viele blenden. Aber deine Herkunft, die kannst du nicht verleugnen. Das muss ja was ganz Wichtiges sein, wenn du nicht bis nach dem Essen warten kannst. Ja, ist es auch. Und warum wolltest du mit mir alleine sein? Geht's dir nicht gut? Nee, und ehrlich gesagt geht's mir heute schlechter als je zuvor. Ach, bist du immer noch verkatert? Tom, ich muss dir was erklären. Leg schon los. Mich haut so schnell nichts um. Du hast doch selbst gemerkt, wie oft wir uns in letzter Zeit gezofft haben. Das war mein Fehler, aber auch deiner. Uli, ich mach den gleichen Fehler nicht ein zweites Mal. Ich weiß jetzt, was falsch gelaufen ist zwischen uns. Nein, du hast überhaupt nichts falsch gemacht. Es liegt alles an mir. Ich, Vollidiot, habe alles kaputt gemacht. Uli, du hast nichts kaputt gemacht. Doch. Der Typ, der mir vorhin das Portemonnaie gebracht hat. Ja. Ich war die ganze Nacht bei ihm.